Wissen ist nur bewährter Glaube. Wie ich zu dieser kühnen Behauptung komme, das schauen wir uns gleich am Beispiel von Albert Einstein an. So kennt man ihn. Albert Einstein hat nicht weit von mir gewohnt, hier in der früheren Haberlandstraße Nummer 5. Das Haus im Hintergrund ist allerdings ein Neubau, aber das hier ist ein ähnliches Haus aus der Zeit, das in der gleichen Straße steht. Gehen wir mal 100 Jahre in der Zeit zurück. Vor 100 Jahren hätte es passieren können, dass dir hier an dieser Stelle Albert Einstein entgegenkommt. Oh, da ist er ja schon. Hättest du ihn angesprochen? Was hättest du ihn gefragt? Gerade kürzlich war einem gewissen Arthur Eddington die erste experimentelle Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie gelungen. Dazu hätte man etwas fragen können. Bei einer Sonnenfinsternis konnte Eddington feststellen, dass die Sterne nicht da standen, wo sie stehen sollten. Das hatte er in Westafrika am 29. Mai 1919 gemessen. Der Effekt ist so ähnlich wie hier, wo man plötzlich sehen kann, was hinter dieser Wand versteckt ist, wenn man Wasser in den Behälter gießt. Hier ist es Lichtbrechung. Bei Einstein ist es etwas völlig anderes. Seine Idee war, dass große Masse das Licht wie eine Linse ablenkt. Deshalb nennt man es auch Gravitationslinse. Ich versuche es mal darzustellen. Wenn wir hier die Erde mit einem Beobachter haben und dann auf fast direkter Linie die Sonne und einen Stern, dann ist der Stern eigentlich nicht sichtbar, auch wegen der Helligkeit der Sonne. Also, damit man überhaupt versucht, den Stern doch zu sehen, braucht man erstmal eine Sonnenfinsternis. Und man muss glauben, dass die Gravitation der Sonne das Licht ablenkt oder den Raum irgendwie krümmt. Tatsächlich ändert der Lichtstrahl sozusagen seine Richtung und man kann den Stern sehen. Da wir mal von geraden Lichtstrahlen ausgehen, denken wir, dass der Stern hier wäre. In meiner Darstellung sieht die Abweichung groß aus, aber normalerweise fällt sie nicht auf. Eddington konnte diese minimale Abweichung auch nur bestimmen, weil er die Position der Sterne ein halbes Jahr vorher an derselben Stelle genau vermessen hatte. Durch Gravitationslinsen können Helligkeitsänderungen, Verschiebungen, Verzerrungen oder Mehrfachbilder desselben Objekts entstehen. Hängt halt von den Bedingungen ab. Wenn Beobachter, Linse und ein Stern exakt auf einer Linie liegen, dann kann ein sogenannter Einstein-Ring entstehen. Man hätte Einstein also fragen können, ob man solch einen Einstein-Ring mal sehen kann. Ziemlich sicher hätte er Nein gesagt. Für Einstein war klar, dass der Verzerrungseffekt so klein ist, dass kaum eine Chance besteht, diesen direkt zu beobachten. Einstein hielt die direkte Beobachtung von Gravitationslinsen für unmöglich. Genauso wie viele seiner damaligen Kollegen. Er glaubte nicht daran. Und damit sind wir beim Thema. Einstein hatte einiges über den Haufen geworfen, woran man früher glaubte. Andere Dinge fielen ihm selbst schwer zu glauben, wie zum Beispiel die Urknalltheorie. Und wir nennen es trotzdem Wissen, was die Wissenschaftler schaffen. Aber es fängt mit Theorien an, gerade in der Astrophysik. Jemand glaubt, etwas müsse anders sein und versucht das zu berechnen und zu beweisen. Dann wird dieser Glaube, diese Theorie geprüft und untersucht. Wenn es sich als wahr erweist, wird weiter intensiv erprobt. Und am Ende kommt ein bewährter Glaube heraus. Und wir nennen es dann Wissen. Zumindest für einige Zeit. Vieles hat sich schon geändert. Früher wusste man, dass die Erde der Mittelpunkt und flach ist. Das glaubt heute, glaube ich, keiner mehr. Heutzutage weiß man auch schon, dass manche Theorien die Wirklichkeit nur unter bestimmten Umständen beschreiben. Aber man hat nichts Besseres. Noch nicht. Wissen ist halt nur bewährter Glaube.
Und wie man den bekommt, das steht in einem fast 2000 Jahre alten Buch. Da steht: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eddington hoffte, dass sich die lange Reise lohnt und die Theorie tatsächlich die Wirklichkeit beschreibt. Seine Hoffnung hat sich verwirklicht. Einstein hatte vorher mit seinen Berechnungen die Wissenschaft überführt und überzeugt, obwohl das noch nie einer gesehen hatte. Dieses Überführtsein ist für Wissenschaftler wichtig. Behaupten kann ja jeder was, aber man muss es auch beweisen können. Deshalb zeige ich euch diese Definition des Glaubens auch in einer Studienbibel mit Sprachschlüssel. Was war ursprünglich gemeint? Vielleicht habt ihr euch schon über die kleine 1634 gewundert. Die steht für das originale altgriechische Wort, das hier übersetzt wurde. Wir schauen einfach mal hinten im Sprachschlüssel nach. Und man erkennt, es geht um überführen, überzeugen, an den Tag bringen und nachweisen. Also alles sehr wissenschaftlich. Das Wort kommt aus der Gerichtswelt, wo zur Überführung eines Straftäters durch Indizien und Beweise ein Sachverhalt genau rekonstruiert werden muss. So wie Einstein aufgrund von Indizien und Überlegungen seine Theorien aufgestellt, diese geprüft und erprobt hat, genau so sollen wir unseren Glauben aufbauen. Und das geht. Also wenn ihr das nächste Mal hört, Glauben wäre im Prinzip ein anderes Wort für Nichtwissen, dann könnt ihr diesen Beitrag gerne weiterleiten und teilen. Okay, für manche Situationen stimmt die Aussage leider, aber für unseren Glauben, also unsere Weltanschauung, sollte das nicht gelten. Unsere Weltanschauung sollte auf gut gesammelten Indizien und Fakten beruhen. Wir können genau recherchieren, hinterfragen, prüfen und logisch schlussfolgern. Und so können wir vieles herausfinden. Dadurch können wir sehr sicher über die Wirklichkeit und die Wahrheit sein. Und ob unser Lebensziel am Ende realistisch ist. Und irgendwann werden wir dann sehen, ob es wirklich so ist, wie wir es uns erhoffen. Vielleicht allerdings erst nach dem Tod. Erst nach Einsteins Tod wurden viele Gravitationslinsen gefunden. Man kann jetzt sehen, was vorher nicht sichtbar war. Coole Technik macht's möglich. Hier ist ein besonders schönes Foto von NASA, auf dem man Teile von Einsteinringen erkennen kann. Cool, oder? Nicht nur, dass Gravitationslinsen zu beobachten sind, durch die Analyse der Bilder sind Rückschlüsse auf Form und Masse möglich. So kann man die Massenverteilung im Universum schlussfolgern. Und es lassen sich schöne neue Theorien entwickeln, die sich dann wieder bewähren müssen. Wissen ist bewährter Glaube. Diesmal ging unsere Reise echt weit durch Raum und Zeit. Aber es geht noch weiter. Wenn du darüber informiert werden möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal und wir sehen uns dann. Lebe lang und in Frieden.